Ihre Blicke trafen sich, und bevor sie etwas sagen konnte, kam der Würgreiz, und sie legte sich eine Hand auf den Mund. Sie spürte eine sanfte Berührung am Arm und Wärme durchströmte sie. Sie sah auf und in die goldbraunen Augen Lukians. »Was brauchst du, damit es dir besser geht?« Salika richtete sich auf. »Ein starkes Feuer«, krächzte sie. »Deine Schwestern?« fragte er und hatte die Hand bereits wieder am Türgriff. Sie nickte. Er sah hinaus und rief: »Shani, Adea, Salika braucht euer Feuer!« Schon flog unten eine Tür auf und Adea rannte mit Blick nach oben zur Treppe, nahm immer 2 Stufen gleichzeitig und war schon an Lukian vorbei in den Saal gestürzt. Der Meister stand bei Salika und hielt ihr Gesicht in seinen alten, knöchrigen Händen geborgen. Sie atmete ruhig. Adea entzündete ein Feuer in ihrer Hand und kam bedacht neben sie. Dann nahm sie im Augenwinkel noch eine Person wahr. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung und erkannte den Waterley mit den tiefblauen Augen. Er trug nach wie vor ein weißes, halboffenes Hemd, das den Blick auf seine Brust freiließ. Genau wie Lukian trug er ein zartes Lederband um den Hals, an dem ein kleiner, strahlend blauer Stein in der Form eines Tropfens hing. Und obwohl Adea selten so einem aufrechten Mann begegnet war, strahlte er große Sorge aus. Sein Gesicht wirkte angstvoll. Da Salika mit dem Meister ihre Übelkeit im Griff zu haben schien, ließ sie die Flamme in ihrer Hand verschwinden und ging zu ihm hinüber. »Hey«, sie reichte ihm die Hand. Doch er verbeugte sich nur leicht vor ihr, die Hände in den Weiten seiner Ärmel verschränkt. Ähnlich wie Salika es macht, wenn sie angespannt ist, dachte Adea. Da meinte er mit sehr tiefer Stimme: »Entschuldige bitte, wenn ich dir keine Hand gebe.« Seine Augen zuckten immer wieder zum Meister und Salika. »Du brauchst dir keine Sorgen machen«, versuchte Adea ihn zu beruhigen. »Sie sieht in meine Augen und kotzt.« Seine Stimme klang verzweifelt. »Komm mit.« Adea griff nach seinem Ellenbogen und schob ihn Richtung Salika. »Ich bin Adea, wie heißt du?« »Kirill.« »Salika.« Adea berührte sie nun am Unterarm. Der Meister ließ vorsichtig seine Arme sinken. Lukian stellte sich auf ihre andere Seite und der Meister lächelte ihn an. Salika sah zu Adea und erschrak, als sie den Blauauge direkt vor sich hatte. Der Meister strich ihm über den Arm. »Sag es frei raus. Sie ist es gewöhnt, dass man direkt mit ihr spricht.« Der Blauauge, Kirill, atmete flach ein und sah sie an. »Ich habe gehört, dass du die Feuerträgerin bist. Stimmt das?« Wieder meinte Adea etwas Angst in seinem Gesicht zu lesen. »Ja, das stimmt«, antwortete Salika ihm, und Adea merkte auch ihre Anspannung. Nun löste Kirill seine Arme und seine Hände kamen aus seinen Ärmeln zum Vorschein. Er reichte sie ihr beide, so dass sie ihre Hände wie eine Königin darauf legen konnte. Als sie seine Haut berührte, durchfuhr es sie wie ein Blitz. Ihr Magen zog sich zusammen. Sie hielt den Atem an, als er sich vor ihr tief neigte, um ihre Finger zu küssen. Doch so weit kam es nicht. Salika konnte es nicht zurückhalten. Sie würgte und drehte sich weg von ihm. Adea sah diese Angst in seinem Blick. Schnell wendete sie sich Salika zu. »Was brauchst du?« »Dein Feuer«, presste Salika hervor. Wieder entfachte Adea das Feuer in ihrer Hand, während Lukian aufmerksam zur Tür ging und seinen Kopf hinausstreckte. »Wir sind oben, Shani, komm einfach hoch.« Salika sah wieder den Blauauge an. »Es tut mir leid«, brachte sie hervor, während sie sich gequält nach vorne beugte. »Ich weiß auch nicht, was das ist.« »Ich bin wie du«, sagte er und ließ sie keinen Moment aus den Augen. Salika spürte, wie ihr inneres Feuer unruhig wurde. Sie konnte sich nicht aufrichten, so als suchte ihr Körper das Weite vor ihm. »Ich bin wie du, nur eben Wasser.« Er war wie sie, nur Wasser? In diesem Moment trat Shani zu ihnen. »Heißt das, du bist der Träger von Wasser?« Er nickte kaum merklich.
Zerlika hatte es die Sprache verschlagen. Sie starrte ihn an, wollte etwas sagen, wusste aber nicht was. Er war wie sie. Der weiße Rauch stieg aus ihren Augen. Er war wie sie. Sie fiel ihm um den Hals und musste weinen, wobei verstärkt der weiße Rauch aus ihren Augen emporstieg.